Willkommen bei Mit Rahel unterwegs. Klar, das ist eine totale Oase. Du hast vielleicht einen Zahn drauf. Es muss nicht alles besonders und schwierig und traurig sein. Hallo bei Mit Rahel unterwegs. Heute sind wir in Berlin. Was die Berlinerinnen und Berliner tun, um ihre Stadt lebenswerter zu machen, das schaue ich mir heute an. Ich bin gleich zum Gärtnern mitten in der Stadt verabredet und dann treffe ich eine echte Heldin, die Sozialheldin Anne. Ich starte im Berliner Stadtteil Kreuzberg, ein hippes, multikulturelles Viertel. Kreuzberg liegt direkt am Ufer der Spree. Hier ist auch die wunderschöne Admiralbrücke. Und ich hole mir noch was an einem der vielen Imbisse. So eine kleine Stärkung zwischendurch kann ja nicht schaden und Currywurst ist schließlich typisch für Berlin. Und irgendwo hier im Großstadtdschungel soll es einen richtigen Garten geben. Ah, da muss es sein. Also ich hätte nicht gedacht, dass mitten in der Stadt so viele unterschiedliche Pflanzen angebaut werden. Das hier sind die Prinzessinnengärten am Moritzplatz. Das war vor 10 Jahren alles mal Brachland und dann haben Anwohnerinnen und Anwohner das in diesen schönen urbanen Gemeinschaftsgarten verwandelt. Apropos Gemeinschaft. Gerade ist Gartenarbeitstag, das heißt, jeder kann mitmachen. Auch Anfängerinnen wie ich. Das hier ist übrigens ein mobiler Garten. Das heißt, alle Pflanzen hier befinden sich nicht im Boden, sondern in Behältern. Ich bin hier mit Svenja verabredet. Sie kümmert sich hauptberuflich um die Organisation des Gartens. Was ist für dich so, ja, vielleicht das Besondere hier an dem Garten? Grundsätzlich klar, das ist eine totale Oase. Einmal ökologisch gesehen, es ist einfach ein grüner, schöner, bewachsener, lebendiger Ort, aber sozial eben auch. Der Ort steht allen offen. Hier passiert auch ganz viel Kulturprogramm, Konzerte, Ausstellungen, Flohmärkte. Viele Menschen genießen auch einfach nur diesen grünen Ort in der Stadt. Tobias aus Deutschland würde gerne wissen, wie viel es kostet, um hier mitzumachen. Grundsätzlich eben gar nichts. Also alle Menschen sind willkommen. Wir haben offene Gartenarbeitstage. Der Garten funktioniert aber nicht so, dass du jetzt kommst und sagst, hey, ich bin Rahel, ich möchte ein Beet mieten, sondern es wäre eher so, dass wir sagen, komm Rahel, kannst natürlich gerne mitgärtnern, kannst dich auch einbringen in den Treffen, wo ein bisschen so entschieden wird, wie und warum und was bauen wir an. Und ich muss auch nicht vorher schon irgendwie gärtnern können oder Gar so. nicht, Ich kann hier auch lernen. Nee, genau. Im Garten gibt's immer was zu tun. Du hast vielleicht einen Zahn drauf. Ich helfe Svenja dabei, Gartenabfälle auf den Kompost zu bringen. Die Prinzessinnengärten haben auch ein Café und ein Restaurant. Neben der Ernte aus dem Garten kommen hier saisonale Zutaten von kleinen Biobetrieben aus der Nähe auf den Tisch. Würdest du sagen, die Berlinerinnen und Berliner sind besonders nachhaltig? Nö. Nö, würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht, was in Berlin natürlich solche Orte finde ich schon irgendwie leichter entstehen lässt, ist eben die Offenheit in Berlin. Alles ist irgendwie möglich, ja. Jeder ist irgendwie grob willkommen und mal gucken, was passiert so. Also weniger einfach immer Sorge und ich sag mal, Ordnungsliebe ist dem Berliner jetzt auch nicht seine erste Tugend. Was hättest du für Tipps, wenn man vielleicht seine Nachbarschaft oder seine Stadt auch ein bisschen nachhaltiger machen will? Tja, das ist leider nicht die einfache romantische Antwort, aber grundsätzlich besser einkaufen, über die Landwirtschaft gehen, schauen, dass du von Produzenten einkaufst, dass du vielleicht von einer solidarischen Landwirtschaft sogar einkaufst, eben schauen. Geld für gutes Essen ausgeben. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Glaubst du, dass man so einen großen Gemeinschaftsgarten wie hier in jeder Stadt errichten könnte? Na klar. Ja. Am besten sogar mehrere. Also in Berlin allein gibt es ja über 100 Stück. Wir sind weder die Ersten noch die Einzigen. Natürlich glaube ich, dass das jeder Stadt gut tun würde. Ja. Ja.
Ich finde es total schön, wie offen und freundlich die Leute hier alle sind und dass hier wirklich jeder herkommen kann, auch wenn man überhaupt keine Ahnung von Urban Gardening hat. Und was ich auch total cool finde, ist, dass man hier wirklich ganz genau weiß, wo die Lebensmittel herkommen. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Hier sitzt auch die deutsche Bundesregierung. In der Stadt wohnen mehr als 3,7 Millionen Menschen. Wusstet ihr, dass ca. 50% der Berliner Haushalte kein Auto haben? Die Menschen hier fahren lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bus, U-Bahn oder Straßenbahn. Berlin hat das größte Liniennetz Deutschlands. Mehr als 7.600 solcher Bahnhöfe und Haltestellen gibt es in ganz Berlin. Das sind mega viele. Auf dem Weg zu meiner nächsten Verabredung im Stadtteil Prenzlauer Berg komme ich durch den Mauerpark. Früher verlief hier bis 1989 die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Heute befinden sich an den ehemaligen Mauerteilen bunte Graffitis. Jeden Sonntag ist Flohmarkt im Mauerpark. Dort gibt es super viele besondere Dinge zu finden. Mir gefallen vor allem die Vintage-Klamotten. Aber viel Zeit zum Stöbern habe ich nicht. Denn ich bin mit Anne verabredet. Sie ist Teil der Sozialhelden. Ich bin Rahel, schön dich kennenzulernen. Die Sozialhelden sind ein Verein, der auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen will. Ich habe mir eure App runtergeladen, die Wheelmap-App. Vielleicht kannst du jetzt mal erklären, wie die uns helfen kann. Genau, also die Wheelmap ist ja eine sozusagen offene Streetmap, wo man einfach barrierefreie oder nicht barrierefreie Orte sehen kann. Ah, okay, die werden dann hier quasi angezeigt und alle, die angezeigt werden, sind dann Cafés, die zumindest teilweise rollstuhlgerecht sind. Genau. Eins dieser Cafés ist gleich um die Ecke. Hier wird eine Rampe für Anne aufgebaut. Die Sozialhelden machen ja nicht nur die Wheelmap, ihr habt ja auch noch ganz viele andere Projekte, ne? Wir haben 15 Projekte, darunter Leitmedien zum Beispiel, wo wir eine Plattform bieten für Journalistinnen, wie man klischeefrei über Menschen mit Behinderung berichten kann. Wir haben ein Projekt zu Reisen, wir haben eins zu Inklusion und Arbeit, in dem ich tätig bin. Die Sache ist immer so Disability Mainstreaming, also das heißt, wir wollen, dass sozusagen Menschen mit Behinderungen von vornherein mitgedacht werden. Und das halt immer mit ein bisschen Innovation, Inklusion, genau, und auch ein bisschen Spaß und Humor. Warum glaubst du, ist es wichtig, dass es die Sozialhelden gibt? Also wir wollen, dass halt Behinderung mitten in der Gesellschaft ist sozusagen und da einfach zu sagen, hey, nee, es muss nicht alles besonders und schwierig und schwer und traurig sein, sondern wir wollen auch ins Café oder in den Club und auf Reisen. Eine Leserin aus Polen wollte gerne wissen, was jeder Einzelne von uns machen kann, um ja zum Beispiel Menschen im Rollstuhl in seiner nächsten Umgebung zu unterstützen. Also ich glaube, die Wheelmap ist ein guter Anfang, einfach dort Orte zu markieren, wo man weiß, sie sind eben zugänglich oder nicht. Aber gleichzeitig, glaube ich, einfach mit ihnen in Kontakt treten. Also keine Angst davor zu haben, sondern so der ganz normale Umgang, glaube ich, ist einfach wichtig. So, einmal lächeln. Ich kannte die Wheelmap-App vorher gar nicht, aber ich werde in Zukunft auf jeden Fall Orte eintragen, die barrierefrei sind oder halt eben nicht. Und nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen möchte ich das gerne machen. Die Karte gibt es nämlich auf der ganzen Welt und auch in 25 verschiedenen Sprachen. Berlin, du warst toll und inspirierend. Denn das, was Svenja, Anne und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter hier für die Stadt tun, ist wirklich bemerkenswert. Das war's von mir aus Berlin, aber ich bin schon bald für euch in einer anderen deutschen Stadt unterwegs, die ich mir in Sachen Nachhaltigkeit anschauen werde. Ich bin schon gespannt, wohin es gehen wird. Ihr könnt euch also schon auf die nächste Folge freuen. Bis dahin!